Rücken- oder Hüftschmerzen, Knieprobleme oder ein schwacher Po? Vielleicht liegt es nicht nur daran, was du trainierst, sondern wie du es trainierst. Die Gesäßmuskulatur zu stärken kann sich positiv auf Rücken, Hüfte oder Knie auswirken. Aber Training ist nicht gleich Training. Welche Unterschiede es gibt und worauf du unbedingt achten solltest, zeige ich dir in diesem Video. Und wenn du jemanden kennst, der ständig mit diesen Schmerzen zu tun hat, dann teile dieses Video mit ihm. Die richtige Übungsauswahl kann dabei helfen, deine Schmerzen zu lindern. In der Reha-Forschung wird die Rolle der Gesäßmuskulatur schon seit langem intensiv untersucht. Studien zeigen, eine Schwäche vor allem vom Gluteus medius und maximus steht häufig in Zusammenhang mit Beschwerden wie zum Beispiel Patellaspitzensyndrom, seitliche Hüftschmerzen, Rückenschmerzen oder Hüftarthrose. Besonders spannend, viele trainieren zwar die richtige Muskelgruppe, aktivieren dabei jedoch ungewollt einen anderen Muskel zu stark, der Tensor fasciae latae. Und genau das kann problematisch sein. Der Tensor fasciae latae ist ebenfalls an der Hüftabduktion beteiligt. Rotiert aber die Hüfte, dreht die Hüfte aber nach innen und übt über den Traktus, über diesen Bandstruktur, einen besonderen Zug auf die Kniescheibe aus. Ist er zu dominant, kann es zu Fehlbelastungen und Schmerzen führen. Zum Beispiel im Bereich der Kniescheibe oder außen an der Hüfte. Wenn du also gezielt ein Gluteus-Training machen möchtest, für einen stabilen Rücken, schmerzfreie Knie und gesunde Hüfte, dann solltest du Übungen auswählen, die vor allem das Gluteus medius und maximus ansprechen, ohne dass der Tensor fasciae latae übermäßig mitarbeitet. Und genau das hat eine aktuelle Studie untersucht. Welche Übungen aktivieren gezielt die Glutealmuskulatur und schonen dabei den Tensor fasciae latae? Die Ergebnisse sind spannend, denn nicht alle Übungen sind gleich effektiv. Manche fördern sogar eher eine Aktivierung von den Tensor fasciae latae, was bei bestimmten Beschwerden sogar kontraproduktiv sein kann. Im nächsten Teil zeige ich dir die besten Übungen aus der Studie und anschließend zeige ich dir 2 Beispiele für Übungen, die oft für den Po gemacht werden, aber in Wirklichkeit eher den Tensor fasciae latae ansprechen als die Zielmuskulatur. Also, lass uns loslegen. Ich zeige dir zuerst die 3 Übungen, wo du die höchste Aktivierung von der Glutealmuskulatur hast und gleichzeitig die geringste Aktivität von den Tensor fasciae latae. Und die drittbeste Übung zur Aktivierung der Gluteusmuskulatur, ohne den Tensor fasciae latae zu aktivieren, ist das gestreckte Beinheben in 4-Füßlerstand. Und wie das genau geht, zeige ich dir jetzt. Am besten, wenn du so einen geschlossenen Gummiband oder einen normalen Gummiband hast, kannst du den Effekt von der Übung noch viel stärker machen, einfach weil du da einen größeren Widerstand erreichen kannst. Und diesen Gummiband solltest du dann ungefähr auf Höhe von deinem Sprunggelenk platzieren. Dann begibst du dich in 4-Füßlerstand. Achte darauf, dass deine Ellenbogen gestreckt unterhalb von der Schulter sind. Mit einer leichten Beugung schonst du ein bisschen deine Gelenke. Das Bein, die du jetzt trainieren willst, das sollst du jetzt strecken. Und gleichzeitig kannst du dann das Gummi hochziehen bis ungefähr auf Höhe von der Kniekehle. So, dass du jetzt diese schräge Winkel hast. In der Position streckst du nun das Bein nach hinten. Achte darauf auf die Bauchspannung. Halte deine Bauchmuskulatur angespannt, dass du nicht in Hohlkreuz gehst und somit auch eine gute Aktivierung oder eine bessere Ausgangslage von deiner Gesäßmuskulatur erreichen kannst. Und in dieser Position mit dem Fuß zeigend nach unten streckst du die Hüfte nach oben Richtung Decke. Die Hüftextensionbewegung, die ist nur 15 bis 20 Grad. Also, wenn du das Bein zu doll hebst, bist du sicher in einer Hohlkreuzposition der Lendenwirbelsäule. Das sollst du gar nicht machen. Also Bauch anspannen, Wirbelsäule gerade halten, Ellenbogen leicht gebeugt,
und deine Hände unterhalb von der Schultergürtel, Fuß zeigt nach unten und dann die Hüfte strecken nach oben. Das Bein bleibt durchgestreckt, Fuß zeigt die ganze Zeit nach unten Richtung Boden hin. Je nach Stärke von dem Gummiband solltest du dann von 12 bis 20 Wiederholungen durchführen, um diese Muskulatur gezielt zu stärken. Die zweitbeste Übung für den Gluteus Medius und Maximus ist die seitlichen Hüftspreizer. Dafür solltest du auch wieder den Gummiband nutzen. Am schwierigsten ist es, wenn du es unten auf Höhe von deinem Sprunggelenk platzierst. Zu Beginn kannst du auch gerne es auf Höhe von der Knie, oberhalb vom Knie bringen, dann ist die Übung deutlich leichter. Als erstes stellte deine Beine hüftbreit auseinander, damit du schon so eine Grundspannung auf das Gummiband drauf hast. Als zweiter, und das ist jetzt ganz wichtig, solltest du deinen Oberkörper gerade halten, die Wirbelsäule ist gerade, aber du bewegst dein Gesäß nach hinten, so als ob du dich hinsetzen möchtest. Also Wirbelsäule gerade lassen, nicht in Hohlkreuz bleiben, Bauch angespannt. Das Gesäß nach hinten bringen, so als ob du dich hinsetzen möchtest. Und in dieser Position bewegst du dann das Bein zur Seite und wieder zurück. Einen kleinen Tipp zur Seite und wieder zurück. Je tiefer du in die Kniebeuge reingehst, desto mehr hast du dann die Aktivierung vom Gluteus Medius und Maximus. Bei dieser Übung sind zwei Sachen besonders zu achten. Erstens, von vorne gesehen, Gesäß geht nach hinten, Wirbelsäule gerade wie davor schon gehabt. Und in dieser Position ist es ja wichtig, dass du das Bein seitlich spreizt. Achte aber darauf, dass das Knie sowohl das, was du jetzt nach außen bringst, nicht nach innen abweicht, aber gleichzeitig halte auch dieses Knie stabil, weil genau das wollen wir ja vermeiden. Die Aktivierung von den Tensor fasciae latae würde dafür sorgen, dass dein Knie oder beziehungsweise dass das Bein nach innen gedreht wird. Und das wäre kontraproduktiv für Schmerzen in der Hüfte oder Knie. Und die beste Übung für die Aktivierung dieser beiden Muskeln ist die altbewährte Muschelübung. Also das Hüftspreizen in Seitenlage. Auch hier wieder gerne mit dem Band, aber nun auf Höhe von deinen Knie. Du legst dich auf der Seite hin. Deine Knie oder deine Hüfte besser gesagt, die sollen um ungefähr 45 Grad in Bezug zu deinem Rumpf sein. Die Füße bleiben aufeinander platziert, Knie aufeinander. Am besten ist, wenn du deine Hände auch auf die Hüfte oder beziehungsweise auf dein Gesäß platzieren kannst, auf dem Becken, damit du darauf achten kannst, dass dein Becken nicht nach hinten abweicht. Also, der Rumpf ist stabil und in dieser Position bewegst du nun das Knie nach oben Richtung Decke. Ich bin mir sicher, wenn du die 3 Optionen jetzt halt hintereinander ausprobierst, wirst du auch einen deutlichen Unterschied merken, weil genau das zeigt auch diese Studie. Genau diese Übung sorgt dafür, dass du die höchste Aktivität von dem Gluteus Medius und Maximus hast und gleichzeitig die geringste Aktivität von den Tensor fasciae latae. Ebenfalls hier, je nach Stärke von dem Gummiband, kannst du dann 15 bis 20 Wiederholungen durchführen. Zu Beginn einer Serie, je stärker du wirst, sogar 3 Serien. Aber bevor wir weitermachen, wenn dir dieses Video gefällt und du mehr darüber erfahren willst, wie du mit einfachen Übungen von zu Hause aus deine Lebensqualität verbessern kannst, weniger Schmerzen und mehr Bewegung, dann abonniere meinen Kanal. Hier bekommst du jede Woche neue Inputs für deine Gesundheit. Und jetzt schauen wir uns 2 Übungen an, die häufig genutzt werden, um die Gesäßmuskulatur zu trainieren, aber in der Praxis zu einer erhöhten Aktivierung von den Tensor fasciae latae führen. Und die Übung Nummer 1 wirst du bestimmt kennen.
Es ist auch die Stärkung der Gesäßmuskulatur in Seitenlage. Aber anders als davor, wo deine Hüfte gebeugt blieb, wird es häufig mit gestreckten Knie gemacht. Die beiden Beine sind aufeinander und in dieser Position soll dann das gestreckte Bein nach oben gebracht werden. Und zwar ist diese Übung nicht besonders schlecht oder ineffektiv. Das Hauptproblem dabei ist, dass viele Menschen diese Übung einfach zu falsch ausführen. Um den hinteren Teil von den Gesäßmuskeln zu aktivieren, musstest du besonders darauf achten, dass dein Becken nicht nach vorne fällt. Und das sehe ich sehr häufig in der Praxis. Und noch häufig sehe ich, dass der Fuß eher nach innen gedreht wird. Und dann haben wir nicht mehr das ausschließliche Spreizen der Hüfte, sondern das Innendrehen und dieses Beugen, weil du jetzt nicht mehr in den Winkel bist, wo du eine Hüftextension hast, eine Streckung, sondern in einer Beugung bist. Wenn du diese Übung etwas besser ausführen willst, dann solltest du darauf achten, dass du die gleiche Übung an der Wand machst. Platziere dich direkt neben einer Wand, ungefähr 10 cm davon entfernt. Lehne deine Ferse stark gegen die Wand bzw. drücke deine Ferse gegen die Wand, am besten mit dem Fuß etwas nach oben zeigend und in der Position kannst du dann die Hüfte spreizen. Immer mit vollem Kontakt an die Wand dran. Sobald du diesen Kontakt verlierst und die Hüfte nach vorne wieder abweist, hast du automatisch eine erhöhte Aktivierung von den Tensor Fasciae Latae. Und die letzte Übung, wo man eine geringere Aktivität von dem Gluteus Medius und Maximus hat und dafür eine höhere Aktivität von den Tensor Fasciae Latae, ist der Ausfallschritt nach vorne, auch Lunges genannt. Diese Übung ist zwar funktionell absolut sinnvoll, aber die Muskelaktivierung zeigt keinen klaren Unterschied zwischen den Gluteus und den Tensor Fasciae Latae. Das bedeutet, die sind nicht ideal, wenn du wirklich gezielt den Gluteus Medius und Maximus stärken willst, ohne dabei den Tensor Fasciae Latae zu stark zu fördern. Fazit ist, diese beiden Übungen sind nicht falsch, aber für bestimmte Beschwerden oder Ziele nicht die beste Wahl, wenn du deine Gesäßmuskulatur gezielt und effektiv trainieren willst. Das war's für heute. Ich hoffe, du hast jetzt ein besseres Verständnis dafür, wie du gezielt deine Gesäßmuskulatur trainieren kannst. Wenn du regelmäßig trainierst, wirst du nicht nur stärker, sondern kannst du auch aktiv Schmerzen lindern und deine Bewegungsqualität verbessern. Also bleib dran, trainier bewusst und vergiss nicht, dir und deinem Körper etwas Gutes zu tun. Lass mir gerne ein Like da, wenn dir dieses Video gefallen hat und vergiss nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Danke und bis zum nächsten Mal.